Einer der wichtigsten Flughäfen auch jetzt in Corona-Zeiten. Frankfurt steht für Welthandel und Tourismus. Achtung bitte. Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern und vermeiden Sie größere Menschenansammlungen. Deutschlands größter Flughafen ist das Drehkreuz für Fracht. Masken, Computer, Lebensmittel, Güter werden von hier aus europaweit verteilt. Vor Corona zählte der Flughafen zu Hessens größten Arbeitgebern. Jetzt Kurzarbeit und Kündigungen. Doch der Betrieb geht weiter. Ja, Use Control. Wie sieht die Zukunft aus? Wie funktioniert diese Kleinstadt in der Pandemie? Drohnenjagd am Flughafen. Deutsche Flugsicherung testet spezielle Radaranlagen. Die Gefahren liegen vor allen Dingen in einer Kollision einer Drohne mit einem zivilen Luftfahrzeug. Das kann im schlimmsten Fall zum Absturz führen. Ist damit eben auch eine Straftat. Vom Kellner zum Manager, Klaus-Dieter Jandl startet seine Karriere im ersten Flughafenhotel Europas. Das ist der erste Shuttlebus, den es am Flughafen in Deutschland überhaupt niemals gegeben hat. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen in Corona-Zeiten. Wie arbeiten und leben die Menschen am Flughafen mit der neuen Herausforderung? Die Corona-Krise macht es möglich. Airlines verkleinern ihre Flotten. Sie trennen sich von alten Flugzeugen, die lauten Spritfresser verschwinden. Dafür landen neue Maschinen, moderner, leiser, sparsamer. Ein besonderer Tag für diese 777 mit der Kennung DALFI, kurz Dalfi. Ihr erster Langstreckenflug endet soeben in Deutschland. Elf Stunden war sie unterwegs, gestartet in Everett in Nordamerika bei Boeing. Dort ist die weltweit größte Flugzeugwerft. Dort wurde Dalfi in 50 Tagen zusammengeschraubt. Dalfis Maße können sich sehen lassen. Die Triebwerke sind die größten der Welt. Sie ist 64 Meter lang und 64 Meter breit. Und so hoch wie ein 5-stöckiges Haus. Dalfi ist das weltweit größte Frachtflugzeug mit 2 Turbinen. An Bord Piloten, Ingenieure, Techniker. Sie waren 2 Wochen bei Boeing, um Dalfi zu checken. Auch mehrere Testflüge haben sie mit ihr gemacht. Niemand kauft die Katze im Sack. Eine aufregende Zeit, sagt Pilot Markus Fritze. Das ist das erste Mal, dass das Flugzeug in Europa landet oder in Deutschland. Man bringt es nach Hause, um jetzt endlich auch damit fliegen zu gehen. Und da ist das schon was Besonderes und immer ein schönes Gefühl. Wir haben das Flugzeug quasi mit einem roten Kennzeichen hier rübergebracht. Das heißt, das Luftfahrtbundesamt hier in Deutschland muss sich das Flugzeug erst einmal angucken, macht die Abnahme hier von dem Flugzeug, lässt es zu, dann wird es eingetragen, das Flugzeug, dass es wirklich in Deutschland auch registriert ist. Und danach kann das Flugzeug eigentlich auch sofort kommerziell eingesetzt werden. Mehr als 300 Millionen Euro hat Dalfi gekostet. Sie ist schon der 9. neue Frachtflieger in der Flotte. Für die Abnahme mit dem Luftfahrtbundesamt muss die Maschine in eine Technikhalle. Dalfi ist nicht irgendeine Frachtmaschine, sie wird Botschafterin. Ihre Mission ist weltweit einzigartig. In der Flugzeughalle wartet schon eine Überraschung. Ein kurzer Ausflug in die Vergangenheit. 1965 beginnen die Bauarbeiten für Terminal 1. Der Plan gigantisch. Die größte Baustelle Europas. 200.000 Quadratmeter Baufläche, das sind 28 Fußballfelder. Oder wie der Hessische Rundfunk im Fernsehen vergleicht: Die 1,9 Millionen Kubikmeter umbauten Raumes entsprechen 6.000 Wohnungen für 20.000 Menschen. Die Flugzeuge werden größer, die Passagierzahlen steigen. 1965 kommen 4 Millionen Fluggäste nach Frankfurt. Schon 4 Jahre später sind es doppelt so viele. Der Airport rüstet sich für die Zukunft, investiert in Hightech. Der erste Gepäckwagen. Auf seiner geriffelten Oberfläche rollt das Reisegepäck, das bisher mit der Hand verladen wurde, mühelos in die Flugzeuge. Größere Reisemaschinen sollen künftig mit mehreren Fahrzeugen dieser Art abgefertigt werden.
Langstreckenflugzeuge starten von Hessen aus nach Asien und Amerika. Frankfurt wird zum größten Umsteigeflughafen Europas. Hotels stehen damals nur in der Innenstadt, 15 Kilometer entfernt. Der Flughafen braucht dringend ein Hotel. Klaus-Dieter Jandl hat die Zeit damals miterlebt als Kellner im Airport Hotel. Hallo Stefan, ist das ein Service? Am Steuer der Chef des Airport Hotels heute, ein Kollege von Klaus-Dieter Jandl. Den Oldtimer von 1969 fährt er zum ersten Mal. Airport Hotel, kann's losgehen, ja? Ja, bitte, gerne. 9 Sitze, 50 PS. Das war Luxus pur damals, sagt Klaus-Dieter Jandl. Das ist der erste Shuttlebus, ich glaube, den es am Flughafen in Deutschland überhaupt niemals gegeben hat. Also der erste Shuttlebus, der vom Frankfurter Flughafen zum Airport Hotel gefahren ist. Das Airport Hotel, wo wir jetzt hinfahren, Steigenberger Airport Hotel, ist in den Ende der 60er Jahren in Betrieb gegangen. War damals das erste Flughafenhotel in Europa überhaupt und ziemlich verrückt. Die Leute haben gesagt, wieso baut man ein Hotel am Flughafen? Eigentlich will man doch in die Stadt, wenn man da ist. Dieser Mann rechts hatte die Idee. Generalkonsul Egon Steigenberger. Er wollte ein Hotel direkt am Terminal bauen, doch die Sicherheitsbehörden haben damals noch Bedenken. 1 Kilometer entfernt besitzt Egon Steigenberger ein Edelrestaurant, die Unterschweinstiege. Gleich daneben beginnen 1967 die Bauarbeiten. Das Haus darf nur 31 Meter und 60 Zentimeter hoch sein, um Flugzeuge nicht zu gefährden. 18 Monate später ist das Airport Hotel fertig. Der erste Gast, hier rechts, kommt im Mai 1969, ein Geschäftsmann aus Wales. Er besucht die Pelzmesse in Frankfurt. Auch Piloten und Stewardessen aus Amerika und Asien gehören zu den ersten Gästen. War sehr erfolgreich, hatte eine Auslastung von über 100%, dadurch, dass es eben eine Doppelnutzung kam von Gästen, die tagsüber in Frankfurt nur umsteigen wollten. Und dann eröffnete später die Konkurrenz hier am Flughafen direkt mit Terminalanbindung. 5 Jahre nach der Eröffnung. Das Airport Hotel erlebt die erste Krise. 350 Zimmer bleiben fast leer. Die Konkurrenz am Terminal dagegen ist ausgebucht. Das Airport Hotel ist vielen Gästen zu weit weg. Und so kam man auf die Idee, einen Busservice anzubieten für die Hotelgäste kostenlos. 15 Hotels stehen heute in Flughafennähe, vom Schlafsaal bis zur Luxussuite. Das Airport Hotel war der Pionier. Den Bulli, den Bus, durfte Klaus-Dieter Jandl damals nur von außen bewundern. Damals durfte ich nicht mitfahren, da war ich noch ein kleiner Auszubildender, noch ein Stift, wie man sagte. Ja, ist schon ein schönes Gefühl. Nach seinem Abitur besucht er die Hotelfachschule. Dann beginnt er eine Ausbildung zum Kellner im Airport Hotel. Heute sitzt er in der Geschäftsleitung von Steigenberger und ist für 60 Hotels in 11 Ländern verantwortlich. Ankunft am Airport Hotel. Der Haupteingang ist für den damals 19-Jährigen tabu. Das Personal muss durch die Hintertür ins Gebäude. Nur im Service Dress ist Dienstbeginn, oft in der Lobby. Für Klaus-Dieter Jandl der aufregendste Bereich. Das war hier ja, das Wohnzimmer des Hotels. Und wenn Sie überlegen, das sah ganz anders aus. Es war keine Bar. Hier vorne war ein Schalter von der Bank. In der Mitte gab es einen Schmuckladen und drumherum waren Sitzgruppen hier. Und das war im Übrigen der Dreh- und Angelpunkt, wo sich die ganzen Headhunter Deutschlands getroffen haben. Ja, das war der Flughafen, war hier in der Nähe, man kam hier hin. Also Vorstellungsgespräche wurden hier geführt. Und ich weiß gar nicht, ich habe das nicht so richtig mitgekriegt, aber als Kellner, wenn ich dann hier auch den Kaffee serviert habe, vielleicht war der eine oder andere Größe dabei. Aber habe ich damals natürlich nicht erkannt. Er serviert gerne im Foyer. Der Grund liegt auf der Hand, das Trinkgeld. Das sitzt locker bei Managern und Headhuntern. Kollegen von der Rezeption waren immer neidisch auf uns, weil wir eigentlich viel mehr mit den Gästen zu tun hatten als die. Da war nur Check-in, Check-out. Nee, hier war das Herz des Hotels. Oder ist es ja nach wie vor noch. Der junge Jandl serviert auch Prominenten das Sandwich ans Bett. Aber das erzählt er uns später. Die Frachtmaschine Dalfi wird zur Botschafterin. Ein einzigartiges Projekt startet im Süden.
Die nagelneue 777 hat sich rausgeputzt für diesen besonderen Tag. Kein Staubkorn auf dem Rumpf. Das wäre heute auch schlecht. Dirk Trotno und seine Kollegen verpassen den Flieger mit der Kennung DALFI, kurz Dalfi, ein neues Design. Flugzeuge bekleben ist ein Fulltime-Job. Sie sind für Schriften und Zeichen im Cockpit und am Flieger zuständig. Eine 777 in Frachtversion hatten wir auch noch nicht so zum Bekleben. Ansonsten große Flugzeuge waren schon öfters. Die Boeing 747, der Siegerflieger zum Beispiel. Immer wieder spannend. Fast 11 Meter lang und 2 Meter hoch sind die Schriftzüge. Sie kommen auf das Heck der Dalfi. Das haben die Designer entschieden. Doch Türen, Hebel und Zeichen dürfen nicht zugeklippt werden. Und das ist aber immer eine Herausforderung. Also am Objekt tatsächlich dann zu entscheiden, wie macht man was. Das müssen wir jetzt so ein bisschen umschiffen, auf Deutsch gesagt. Die Folien werden zunächst für eine Probe am Rumpf befestigt. Reicht der Platz? Sind die Buchstaben gerade? Jetzt könnten sie noch korrigieren. Wir müssen über dem Fenster bleiben. Wie tief könnt ihr denn da noch gehen? Es sei denn, wir rutschen ein Stück weiter nach da. In 10 Metern Höhe eine riesige Folie zu kleben, zentimetergenau, ein Geduldsspiel. Philipp Reibel ist Systemingenieur und verantwortlich für den perfekten Look der Dalfi. Wir müssen halt gucken, dass wir die Rumpfkrümmung berücksichtigen, dass wir keine Öffnungen verkleben, keine Lichter, dass wir die Bauvorschrift natürlich dann auch nicht missachten. Also man muss bestimmte Bereiche kenntlich halten und natürlich dann einfach auch die praktische Umsetzung auf dem Flugzeug. Also wie groß können wir welches Motiv machen, damit man es überhaupt noch gescheit erkennen kann. Wir sind quasi so das Bindeglied zwischen dem Designer und dann letztendlich dem Mechaniker, die es aufbringen. Nach einer Stunde sitzt die Folie. Die Buchstaben sind leicht versetzt. Den Schriftzug haben sie nach oben geschoben. Passt. Später werden sie die Folie festkleben. Dalfi bekommt auch Bilder. Die Folien sind noch größer als die Schriften, 11 Meter lang, 3 Meter hoch. Die Klebefolien sind speziell für Flugzeuge und halten Jahre gegen Sonne, Regen und Schnee. Und welche Temperaturen muss sie standhalten? Plus, minus 40, 45 Grad, so kann sie immer locker aushalten. Leicht sind die Folien auch. Das Gewicht von einem Reisekoffer wird Dalfi mehr auf die Waage bringen. Das Motiv Kinder aus Kenia aus einem Waisenheim. Cargo Human Care ist ein humanitäres Projekt für notleidende Familien und Kinder in Nairobi. Dalfi wird Botschafterin für diese Hilfsorganisation. Das ist eine schöne Institution. Wir haben es ja wirklich gut hier bei uns und das haben leider nicht alle so. Und das ist natürlich eine tolle Einrichtung, um da ein bisschen zu kompensieren. Die Folien kommen in die Mitte des Flugzeugs, auf beide Seiten. Dafür müssen die Designer auf die Tragflächen und in einen Hubsteiger. Sicherheitsgurte schützen sie vor Abstürzen. Den Werftaufenthalt nutzen auch die Techniker für einen Umbau im Cockpit. Der Frachtraum. 9 Linienbusse passen hier rein. Wie ein Puzzle kleben sie die Bahnen aneinander. Ist die Höhe jetzt so, wie es sein soll, oder? Ja. Die 777 mit der Kennung Dalfi ist das größte Frachtflugzeug der Welt mit 2 Triebwerken. Wenn das nicht schon genug wäre, jetzt wird ein Flugzeug zur Botschafterin. Auch das ist weltweit einzigartig. Gleich kommen die Gründer der Hilfsorganisation. Sie werden zum ersten Mal Dalfi sehen. Vor 51 Jahren öffnet das erste Flughafenhotel Europas. Ein Pionier im Grünen. Mittendrin Klaus-Dieter Jandl, heute Executive Vice President, damals Kellner. Das war der Gang von Halle, Restaurants in die Küche. Room Service Office steht heute hier, aber damals war, glaube ich, hier eine Spülküche oder so. Eine Ausbildung zum Kellner, eine Schule fürs Leben, sagt der Mann aus Dreieich. Diplomatie und Professionalität hat er hier gelernt. Mein Traum war, Hoteldirektor zu werden. Und damals war die Möglichkeit, Hoteldirektor zu werden, ging ausschließlich durchs F&B, Food and Beverage Bereich. Also musste entweder Koch werden oder Kellner.
Nachdem ich vorher schon die Hotelfachschule gemacht hatte und dann festgestellt hatte, dass ich eigentlich Küche nicht so richtig wollte, bin ich dann halt Kellner geworden, ne? Weil das war das Ziel zum Hoteldirektor. So. Der 64-Jährige schwärmt von der schönsten Zeit seiner Karriere. Für mich als jungen Menschen war es gut. Hier am Flughafen, hier passierte was, hier ging was ab. Die Gäste, die wir hatten, also der DFB tagte hier permanent. Als junger 19-, 20-Jähriger Uwe Seeler zu sehen und Beckenbauer zu sehen und all diese Größen, ja, da war schon was. Die Fußballer von Eintracht Frankfurt feiern hier. Trainer Dietrich Weise, Charlie Körbel und Jürgen Grabowski mit dem DFB-Pokal 74. Stammgäste sind auch Günter Netzer von Borussia Mönchengladbach, Bundestrainer Helmut Schön und Trainer Udo Lattek vom FC Bayern München. Und auch das gibt's. Autobauer aus Stuttgart und Italien feiern Weltpremieren in der Lobby. Die Pelzmode zeigt sich ungeniert. Der Kongresssaal wird zum Laufsteg für oben drüber und unten drunter. Starfriseure aus Paris präsentieren die neueste Dauerwelle. Dieses Airport Hotel hatte ja eine Funktion. Jeder, der entweder nach Frankfurt wollte oder weltweit gereist ist und einen Zwischenstopp machte, der landete automatisch hier. Also man hatte schon das Gefühl, ja, du bist hier so am Puls der Zeit. Am Puls der Zeit waren auch die Gäste, wenn sich Azubi Jandl von der Süßspeise verabschiedet. Da ist mir dann damals einmal so ein ganzer Schlitten, so nennt man das, mit Götterspeise ins Restaurant geflogen. Ja? Ich blieb an dem Pfosten hängen, die Tür ging auf, das Tablett flog ins Restaurant und die Tür ging wieder zu. Es gab dann ein ernstes Gespräch mit dem Direktor. Ja. Das Schöne ist, es wurde dann auch akzeptiert als ein Unfall und nicht kriminalisiert. Ja? Das war gut. Guten Tag. Der junge Klaus-Dieter Jandl bekommt mehr Verantwortung. Dazu gehört auch Roomservice. Über 60% der Gäste haben hier auf dem Zimmer gefrühstückt. Aber es gab natürlich auch Gäste, die ein komplettes Abendessen bestellt haben. Und ich kann mich auch entsinnen, es war eine ganz bekannte deutsche Schauspielerin, die im Haus wohnte, inkognito. Aber wir wussten es natürlich, wer es war. Romy Schneider. Und ihr durfte ich dann abends auch mal ein Sandwich bringen. Ich glaube, es war ein Club-Sandwich. Ja, als ich an der Tür geklopft hat, da pochte schon das Herz des 19-Jährigen. Na gut, sie sah da nicht so toll aus wie im Film, aber es waren schon schöne Sachen, die ich da erleben durfte. Noch eine Attraktion ist damals hinter dieser Tür. Ein Nachtclub mit Popstars aus den 70ern. Mehr dazu später. Im Süden testet die deutsche Flugsicherung ein Radarsystem gegen Drohnen. Jeden dritten Tag gefährden sie Flugzeuge. Drohnen. An Flughäfen verboten. Nur diese Männer dürfen damit spielen. Beruflich. Flughöhe 15 Meter erreicht. Sie gehören zum Detection-Team der deutschen Flugsicherung. Angela Kies ist die Leiterin der Abteilung Unbemannte Luftfahrzeugsysteme. Sie testen Detektoren, spezielle Radaranlagen, die Drohnen erkennen sollen. Wir fliegen Missionen mit verschiedenen Drohnentypen. Mit sehr, sehr kleinen, es geht los ab 250 Gramm, bis größeren Drohnen so 2,5 Kilo. Die verschiedene Flugeigenschaften haben, verschiedene Geschwindigkeiten, eben verschiedene Radarquerschnitte, die gesehen werden sollen, um einfach zu schauen, was schafft das System zu sehen und zu erkennen. 2019 registriert die Flugsicherung 125 Zwischenfälle mit Drohnen an deutschen Flughäfen, 33 davon in Frankfurt. Ja, die Gefahren liegen vor allen Dingen in einer Kollision einer Drohne mit einem zivilen Luftfahrzeug. Das kann im schlimmsten Fall zum Absturz führen. Ist damit eben auch eine Straftat, weil Menschenleben gefährdet werden, die ja mit bis zu 10 Jahren Gefängnis geahndet werden kann. Also das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Angela Kies und ihr Team testen in 3 Monaten 10 Radarsysteme von verschiedenen Herstellern. Kommunikationswissenschaften, Psychologie und Volkswirtschaftslehre hat sie studiert und war in der Unternehmensentwicklung bei Fraport.
Bei Drohnenalarm kommen sie sofort. Die Polizisten der Fliegerstaffel. Frankfurt am Main ist es. Im Tiefflug suchen sie nach Drohne und Pilot. Mit einer Kamera außen am Hubschrauber können sie zentimetergenau den Boden absuchen. Die Kamera reagiert auch auf Wärme. Bei Drohnenalarm stoppt der Flugbetrieb, zuletzt im März dieses Jahres für 2 Stunden. Flüge wurden annulliert, 10.000 Passagiere umgebucht. Der Verursacher muss den Schaden zahlen von Airlines und Flughafen, oft mehr als 100.000 €. Die Antennen der Radarsysteme können Funksignale erkennen. Das geht, das zu detektieren, dieses Funksignal zwischen der Fernsteuerung und der Drohne. Da gibt es Detektionstechnologie, die das kann. Das hat den großen Vorteil, dass man nicht nur die Position der Drohne ermitteln kann, sondern auch die Position des Steuerers. Sie werden viele Sensoren brauchen, um ihn vor Drohnen zu schützen. Für den Test heute haben sie 6 Stück von mehreren Anbietern im Süden verteilt. Auf dem alten Tower, auf Hallen und Gebäuden. Angela Kies ist per Handy mit Kollegen im Kontrollraum verbunden. Der ist im Norden, in der Nähe der Terminals. Hier sammeln sie Daten. Ihre Drohnen senden Live-Bilder. Das Radarsystem die Flugdaten und Frequenzen der Minicopter. Felix Töpsch von Fraport kontrolliert die Daten. Die Flugrouten sind vorher festgelegt worden und die werden automatisiert abgeflogen. Und dann können wir vergleichen, ob genau diese Route auch vom Detektionssystem erkannt wurde. Wie ist das für Sie, so eine Sache mal mitzumachen? Spannend, also in dem Ausmaß sicherlich der erste Test. Mir ist auch nicht bekannt, dass an einem anderen Flughafen in Deutschland oder europaweit so ein Test mal stattgefunden hat. Insofern sind wir wirklich gespannt, was die Ergebnisse zeigen. Das Bundesverkehrsministerium hat die DFS beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Welche Systeme sind geeignet, um unerlaubte Drohnenflüge aufzuspüren? Drohne gelandet. Heute testen sie nur im Süden. Jetzt fahren wir zum nächsten Standort, wo die Drohnen starten. Wie viele Drohnenflüge brauchen Sie für ein Ergebnis? Also wir fliegen insgesamt bei den Tests über 90 Missionen, verschiedenster Art. Auch nachts wollen Sie fliegen und testen. Stimmt doch, oder? Stimmt. Zurück in die Vergangenheit zum ersten Flughafenhotel in Europa. Die große weite Welt ist in diesem Raum spürbar, auch in den 70er und 80er Jahren. Hier war der Treffpunkt in Hessen, ein Nachtclub mit Diskothek. Mittendrin Kellner Klaus-Dieter Jandl. Ja, das war the place to be, wie man heute sagen würde im Hotel. Das war die Montgolfière. Das war der Nachtclub. Hier ging man hin, wenn man in Hessen ausgehen wollte. Und nicht nur in Hessen, sondern weit darüber hinaus. Bekannten DJs wie Sechsauer, Opitz, Dieter Thomas Heck sogar hin und wieder, die hier aufgelegt haben. Und es hieß Montgolfière. War ein Heißluftballon nachempfunden. So eine Reminiszenz sieht man hier oben noch. Könnte man denken, es ist vielleicht noch was von dem Ballon übrig geblieben. Also hier waren Gondeln rundherum, in denen man sitzen konnte. Es war Musik, Unterhaltung, ab und zu Live-Musik. Ja, die ging man abends aus. Ursprünglich gedacht für die Hotelgäste, aber es entwickelte sich wirklich zu einem Platz, wo alle hin wollten. Und die Reservierungslisten waren endlos lang. Ein neues Lifestyle-Gefühl für die High Society. 10 Ballonkörbe im Kerzenschein über der Messingtanzfläche. So diese intime Atmosphäre, die dieser Platz automatisch natürlich hatte, das war schon auch für uns prickelnd. Ja, das war schon. Und alle Damen schick hergemacht und ja, und die Trinkgelder nicht zu verachten. Die DJs damals fest angestellt. Der Chef, DJ vom Dienst, bringt 3-mal pro Woche die Sohlen zum Qualm. Boney M., damals die erfolgreichste Popgruppe, kommt, singt und chillt. Genauso wie Howard Carpendale und Costa Cordalis. Er joggt fast täglich im Stadtwald, direkt am Hotel. Ray Charles und Hardy Krüger mit Sohn Hardy Krüger Junior, Tochter und Ehefrau. Stars und Sternchen geben sich im Airport Hotel die Klinke in die Hand.
Wem er alles Getränke und Essen serviert hat, weiß Klaus-Dieter Jandl damals nicht. So ist auch das Treffen mit Schauspieler Joachim Fuchsberger erst einmal ein Rätsel. Ich dachte, den kennst du, wusste aber nicht wer. Guckt mich an und sagt, Herr Jandl, guckte mir wohl aufs Namensschild, was ich aber nicht bewusst war. Schön, dass Sie da sind, bei Ihnen kriege ich bestimmt auch noch was zu essen. Und nachdem ich dann irgendwas zu trinken gebracht hatte, bin ich raus in die Küche und habe gesagt, da ist jemand, den kenne ich weiß aber nicht, wer das ist. Und dann kam ein Kollege und sagte, klar, das ist der Fuchsberger. Und er war sehr, sehr, sehr sympathisch, sehr offen und hat sich dann offensichtlich gefreut, dass er so spät von mir noch was zu essen bekam. Der Ursprung des Hotels ist das Edelrestaurant Unterschweinstiege, auch ein Treffpunkt für Promis. Das zeigt er uns gleich. Darauf, ne? Im Süden wird eine Frachtmaschine zu Botschafterin für ein Waisenheim in Kenia. Der Flieger mit der Kennung Dalfi ist fast fertig. In nur 2 Tagen haben sie 50 Folien auf den Rumpf geklebt, auf das größte Frachtflugzeug der Welt mit 2 Triebwerken. Diese 777 ist weltweit einmalig. Zwischen Türen und Fenstern kleben Buchstaben und Zeichen. Die Folien sollen mindestens ein Jahrzehnt halten, deshalb werden die Kanten versiegelt. Das schützt vor Schäden durch Regen oder Schnee. Richtig gut aus. Ein großer Moment für die Gründer der Hilfsorganisation Cargo Human Care, Franka Doyen und ihr Mann Foko. Unglaublich, es ist überwältigend. Ich bin sprachlos eigentlich. Es ist nur schön. Es war jetzt ein spannender Moment, dieses Flugzeug zu sehen. Wirklich klasse. Toller neuer Botschafter für Cargo Human Care. Ja. Wir freuen uns sehr. Sehr. Sehr gut. Auch Sohn Lutz und Schwiegertochter Alexandra sind mitgekommen. Beide sind Piloten. Cargo Human Care ist eine Familienangelegenheit. Die Kinder hat Frau Doyen gemalt. Ich habe das gemalt, ja. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Was hat Sie da inspiriert? Ich bin ja schon oft mit in Afrika gewesen und die Kinder, die inspirieren einen einfach. Die strahlen auch diese Freude aus, die hoffentlich das Bild auch ausstrahlt. Und das wollte ich alles damit rüberbringen, dass die Leute auch sehen, es lohnt sich für die Freude, für die Kinder zu spenden. Mal da machen. Franka Doyen arbeitet als Flugbegleiterin, lernt dabei Pilot Foko kennen. Sie studiert Grafik und Design. Als ihre 3 Kinder auf die Welt kommen, wird die Kunst neben ihrer Familie zur Leidenschaft. Pilot Foko Doyen fliegt regelmäßig nach Kenia. Die Armut in Nairobi hat ihn sehr bewegt. Er will helfen. Er gründet 2007 das Projekt Cargo Human Care. Für sein Engagement bekommt er 2011 das Bundesverdienstkreuz. Vorstand und Airline unterstützen seinen unabhängigen Verein. Derzeit versorgen sie mehr als 1000 Kinder und Erwachsene mit Lebensmitteln. Wegen der Corona-Krise konnte Foko Doyen sein Waisenheim seit Monaten nicht besuchen. Also ich bin jetzt in der ganzen Corona-Zeit gar nicht da gewesen. Hatte zufällig, das war wirklich reiner Zufall, Mitte März den allerletzten Cargo-Flug von Nairobi zurück. Und seitdem bin ich nicht mehr da gewesen. Wir haben zwar die ganze Zeit sehr guten Kontakt gehabt zu unseren Angestellten, aber zusammenzusitzen und die Probleme zu besprechen, das ist dann doch sehr viel wichtiger. Kenias Hauptstadt ist 6000 Kilometer entfernt. Die Armut ist hier groß. 120 Kinder leben im Waisenheim. Ein Heim mit Schule, Jugendhaus und Betreuern. Die meisten Kinder haben ihre Eltern verloren durch Hunger, Unfälle oder AIDS. This is your bed and this? Kinder werden abgegeben, weil ihre Familien sie nicht ernähren können. Vanessa ist 2 Jahre alt. Sie lag eines Morgens vor der Eingangstür. Ihr Schicksal kennt keiner. Sie spricht nicht. Im Waisenheim fühlt sie sich wohl, geborgen und versorgt. Ich bin in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen in Norddeutschland auf einem Bauernhof und habe das Glück gehabt, dadurch, dass ich Pilot geworden bin, einen sehr guten Job zu bekommen und auch ein gutes Auskommen. Und dann ist es schön, wenn man auch etwas zurückgeben kann. Und das Gefühl habe ich hier. Ich kann hier etwas
zurückgeben an Menschen, die benachteiligt sind, denen es nicht gut geht. 50 deutsche Ärzte arbeiten ehrenamtlich hier. Das Projekt lebt von Spenden. 30 € pro Monat reichen für eine Patenschaft, für Essen, Bildung und ein Lächeln. Das war die alte Botschafterin, eine MD-11. 21 Jahre flog sie für den Konzern. Mitte Februar landet sie zum letzten Mal in Frankfurt und wird ausgemustert, verkauft. Am Steuer ihres letzten Fluges Kapitän Fokudoyen. Dalfi ist jetzt die neue Botschafterin. Ich hatte gar nicht erwartet, dass es jetzt eine Fortsetzung findet mit diesem Flieger. Gerade in dieser Zeit, wo ja Lufthansa, der Konzern, schlecht dasteht. Aber trotzdem wird dieses Zeichen gesetzt und Geld in die Hand genommen und damit auch dokumentiert, dass Lufthansa Cargo eben sehr deutlich hinter diesem Projekt steht. Und das freut mich ganz besonders. Ist sehr, sehr wichtig. Und das ist mit Sicherheit für viele Jahre ein toller Botschafter für Cargo Human Care. Ihr erster Frachtflug ist schon geplant. Bevor Dalfi rund um den Erdball fliegt, noch ein Andenken mit ihren Fans und Botschaftern. Im Süden testet die deutsche Flugsicherung Radarsysteme, um Drohnen aufzuspüren. Welches System ist geeignet, um jede Art von Drohnen zu entdecken? Das wollen Angela Kies und ihr Team herausfinden und starten einen Stresstest. 4 Drohnen entlang der kompletten Bahn gleichzeitig hoch, an 4 verschiedenen Standorten. Und das System steht ja hinter der Startbahn West und guckt in diese Richtung. Und dann sehen wir mal, ob die hintereinander weg die Drohnen sieht oder ob die sich verdecken. Können die Sensoren alle 4 Drohnen lokalisieren? Jetzt geht's los. Der Tower erteilt die Starterlaubnis für jeden Drohnenflug. Angela Kies ist wieder mit dem Kontrollraum verbunden per Handy. Also die Drohne wird beispielsweise jetzt noch nicht gesehen vom Detektionssystem. Jetzt kommt sie runter auf 10 Meter. Ich höre das alles über diese Telefonkonferenz. Jede Drohne muss fehlerfrei erkannt werden. Hat diesmal offenbar nicht funktioniert. Ja, es scheint irgendeine Abschattung zu sein. Die wurde an einem anderen Standort gesehen und jetzt gar nicht. Aber vielleicht ist einfach nur der Pfosten im Weg. Die Radarsensoren müssen Drohnen von anderen beweglichen Objekten unterscheiden, wie Autos, Vögel, Hubschrauber. Eine anspruchsvolle Aufgabe für die Technik, die sie auch am Flughafen München testen. Der nächste Versuch ist nachts. Am 28. Januar 1970 schreibt der Flughafen Geschichte am Terminal 1. Der erste Jumbo landet, früher als erwartet. Die Maschine wollte eigentlich nach London, doch dort ist dichter Nebel und die Piloten müssen nach Frankfurt ausweichen. Terminal 1 war noch im Bau. Für die Überraschungsgäste hatte der Flughafen aber alles parat. Service, Schaulustige und das HR-Fernsehen. Oberbürgermeister Prof. Dr. Willy Brundert hatte es gerade noch geschafft, um die 29-köpfige Besatzung auf Rhein-Main zu begrüßen und Frankfurt Bildbände zu überreichen. An Bord auch ein Weltstar, Schauspieler Gregory Peck. In den 70ern landen viele Prominente am Flughafen und in Hotels. SPD-Politiker Willy Brandt, Musiker Louis Armstrong und Staatsgäste von ganz weit weg. Der König von Burundi, Mambutsi IV. Der Adel kommt ins Airport Hotel. Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, bleibt 2 Nächte auf Einladung des Deutschen Sportbundes. Ein Treffpunkt für die noble Gesellschaft damals wie heute, ein Forsthaus von 1781. Ja, das ist eigentlich das Herzstück des Airport Hotels. Das ist die Unterschweinstiege. Die Unterschweinstiege ist ein Restaurant mit jahrhundertealter Tradition. Und das war hier wirklich damals auch noch zu Beginn des Airport Hotels ein Ausflugslokal. Da ist man aus Frankfurt zu Unterschweinstiege zum Essen.
Draußen, Sie werden es glauben oder nicht, gab es sogar Halterungen, wo man die Pferde anbinden konnte. Also die Leute, die mit ihrem Pferd durch den Stadtwald geritten sind, Freizeitvergnügen, haben dann da draußen ihr Pferd angebunden. Wir kamen dann vom Service und haben einen Eimer Wasser gebracht und für die Gäste dann natürlich ein gescheites Bier und einen Wein oder eine Feschbar oder was auch immer. Der Frankfurter Oberbürgermeister, wenn der VIP-Besucher hatte, kam sehr gerne hier auf die Terrasse, weil, wir können mal rausgehen, wenn Sie wollen. Im 15. Jahrhundert ist die Unterschweinstiege eine Unterkunft für Schweine, die tagsüber im Stadtwald gemästet wurden. 200 Jahre später wird das Anwesen umgebaut zu einem Restaurant. So ist das hier entstanden. Entdeckt man hin und wieder auch noch, ich glaube, irgendwo in der Unterschweinstiege gibt es auch noch so einen Schweinskopf. Ich habe Ihnen da noch einen anderen Schweinskopf mitgebracht. Das war die Kellnerkrawatte, die ich getragen habe, als ich hier im Service war. Also muss man sich vorstellen, weißes Hemd, diese wahrhaft schöne rosa Krawatte, ja, und dazu dann einen grünen Kittel. Das war wirklich ein Kittel, den man getragen hat. Wobei, ich muss sagen, also so ganz so weg von diesen schrillen Farben sind wir ja heute auch nicht. Ne? Ich zeige Ihnen mal was. Schauen Sie mal hier. Auch heute ist rosa wieder dabei. Seine Lehre als Kellner beendet er als Bester in Hessen. Egon Steigenberger schenkt ihm eine Uhr und bietet einen Job. Doch der junge Mann will mehr von der Welt sehen. Er reist nach London und Paris, arbeitet in Hotels und Restaurants. Nach 5 Jahren kommt er zurück und wird stellvertretender Hoteldirektor bei Steigenberger mit 24 Jahren. Jetzt managt er mit der Geschäftsleitung das Unternehmen. Ein Flughafen ohne Hotels, für ihn heute undenkbar. Flughafen hat heute eine andere Bedeutung als, ich sage mal, vor 40 Jahren. Heute ist Flughafen ein Bestandteil von Frankfurt mit allem Drum und Dran. Und das ist gut. Also ich glaube mal, ein Flughafen, wie er damals war, hätte heute gar keine Existenzberechtigung mehr, würde gar nicht mehr funktionieren. Deshalb investieren viele Firmen am Flughafen, bauen seit letztem Jahr neue Hotels, auch Steigenberger. Die Infrastruktur überzeugt offenbar Investoren. Dass in so unmittelbarer Nähe nämlich Flughafen ist, Bahnverbindung ist, Autobahnverbindung ist und Sie sind in einer Viertelstunde in der Innenstadt. Wo sonst in Europa geht das? Seit 46 Jahren im Hotelgeschäft, auch wenn Klaus-Dieter Jandl bald das Rentenalter erreicht hat, ganz wird er wohl vom Hotelgeschäft nie die Finger lassen können. Kann's weitergehen, ja? Jetzt geht's weiter, ja. Seine Frau leitet noch ein kleines Stadthotel. Nachtschicht bei den Experten der Flugsicherung und ihren Drohnen. Können spezielle Radarsysteme Drohnen am Flughafen aufspüren? Das wollen Angela Kies und ihr Team von der Deutschen Flugsicherung herausfinden, heute mit diesen Fliegern. Diese Fluggeräte sind aus Styropor und sehr, sehr schmal. Und da ist es deswegen für zum Beispiel ein Radarsystem sehr schwierig, die Signatur zu erkennen. Es ist auch wenig Metall verbaut. Metall wird am besten detektiert, sagen wir mal so. Und dieses Styropor ist eine besondere Herausforderung auch für die Detektion. Für 4 Stunden gehört der Flughafen Ihnen und den Drohnen. Die besondere Situation ist, dass wir auf der Start- und Landebahn fliegen, auf dem Flughafen. Und das geht natürlich nur außerhalb der Betriebszeit. Deswegen haben wir jetzt kurz vor 12. Die Betriebszeit in Frankfurt endet um 23 Uhr. Deswegen ist auch wieder die direkte Kommunikation mit dem Tower sehr, sehr wichtig, um wirklich zu wissen, dass hier keine bemannte Luftfahrt derzeit in der Luft ist, die uns bzw. denen wir in die Quere kommen können. Trotzdem was Aufregendes? Sehr, sehr. Ich erlebe das zum ersten Mal. Ich glaube, wie die meisten von uns. Ein Follow-Me-Team fährt sie in den Sicherheitsbereich zur Start- und Landebahn Süd. Der Tower hat die Drohnenflüge schon genehmigt. Frei zu befahren nach Romeo 10. Frei zu befahren nach Romeo 10, der Victor noch verstanden. Das Info für euch, es geht jetzt los mit diesen Drohnenflügen. Das kann man. Nachtflüge mit Drohnen sind in Deutschland grundsätzlich verboten. Tagsüber muss der Abstand zum Flughafen mindestens 1,5 Kilometer sein. Drohnen werden immer häufiger verwendet, sagt die DFS und stellt klar,
Wir sind keine Gegner. Drohnen können Leben retten, können Menschen aufspüren, die verloren gegangen sind, die verschollen sind. Sie können lebenswichtige Organe transportieren, Blutproben viel, viel schneller, als das im Stadtverkehr möglich ist beispielsweise. Es gibt sehr, sehr viele Felder, wo Drohnen sehr sinnvoll eingesetzt werden können und das unterstützen wir auf jeden Fall. Erkennen die Radarsysteme die unerlaubten Flieger auch nachts? Sie starten mit verschiedenen Modellen gleichzeitig. Die Radarsysteme arbeiten auch mit Wärmebild- und Infrarotkameras und Nachtsichtgeräten. Die deutsche Flugsicherung bekommt regelmäßig Anfragen von Unternehmen, die neue Ideen mit Drohnen planen. Wir sind immer dabei, wenn solche Visionen nicht nur Visionen sind, sondern wenn man sie im Live-Betrieb testen kann. Genau das, was wir hier auch tun. Flugtaxi am Terminal ist so eine Vision. Die Idee kommt aus Bruchsal. Das Start-up-Unternehmen Volocopter plant bereits Testflüge in Frankfurt. Doch das geht nur mit dem Segen der DFS. Es werden so Testszenarien, Demonstrationsfelder aufgebaut. 2 Punkte am Flughafen mit einem Punkt an der Innenstadt, beispielsweise an der Messe, zu verbinden. Und dann wird geschaut, wie man dort einen Flugkorridor integrieren kann in die bestehende Kontrollzone. Würden Sie einsteigen in so eine Drohne dann? Ich würde einsteigen. Sind Sie schon mal geflogen mit so einer Drohne? Ich habe schon mal drin gesessen, aber die stand auf dem Boden. Zurzeit wird auch pilotiert geflogen in Deutschland, weil es rechtlich gar keine andere Möglichkeit gibt. Diese Geräte lassen sich ja auch pilotiert fliegen. Stabilisierter Modus. Return to home. Alle Systeme arbeiten normal. Jetzt sind die Flieger aus Styropor dran. Können die Sensoren auch sie erkennen? Okay, können starten. Die Leichtflieger erreichen bis zu 140 Stundenkilometer. Und die hat natürlich auch ganz andere Flugeigenschaften als so ein Kopter. Die fliegt ja eher wie ein normales Flugzeug geradeaus und große Bögen und kann nicht stehen bleiben in der Luft oder rückwärts fliegen und um die Ecke. Also ganz andere Eigenschaften. Passt. Drohnen erfasst. Gute Laune morgens um 3. Sehr gut. Das Ergebnis nach 3 Monaten Tests? Eine Mischung aus Radarsystemen von mehreren Herstellern ist die Lösung am Flughafen, damit Fliegen sicher bleibt. Aua! Vorfreude im Norden. Dalphys erster kommerzieller Flug steht unmittelbar bevor. 6 Uhr morgens, den Bauch voll bis unters Dach. 80 Tonnen Fracht. Nichts Besonderes, sagt der Lademeister. Nur irgendwo da hinten soll ein Luxusauto stehen. Crew, Maschine und Mission sind bereit. Auch für Pilot Christopher Pohlich ein Highlight. Wo geht's eigentlich hin? Wir fliegen jetzt von Frankfurt aus nach Indien, nach Chennai. Dort stehen wir dann 2 Stunden am Boden, laden Fracht aus und andere Fracht wieder ein. Und dann geht es von da aus weiter nach Hongkong. Das wird ein langer Tag, ne? Ja, ungefähr 18, 19 Stunden sind wir jetzt schon unterwegs. Deswegen sind wir auch zu viert. Wir können hier an Bord gut Pause machen und wir wechseln uns ab. Dann ist das alles überhaupt gar kein Problem für uns. Dalphys erster Frachtflug, gleich ein Mammutprogramm. Ein Kinderspiel für die Botschafterin. Ciao, mach's gut. Dafür wurde sie gebaut. In 3 Tagen wird Dalphy wieder zurück in Frankfurt sein. Gebt Kindern ein Lächeln. Denkt an die Armen in Kenia. Dalphys Botschaft versteht jedes Land, jede Sprache, weltweit. Ready for Take-Off. Ihre Mission beginnt. Guten Flug und viel Glück.